Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Kanal Cozy German. Wenn euch dieses Video gefällt, vergesst nicht, einen Daumen hoch zu geben, einen Kommentar zu schreiben und den Kanal zu abonnieren. Hier findet ihr viele hilfreiche Inhalte, um euer Deutsch zu verbessern. Ein neuer Job oder ein Praktikum kann aufregend sein, aber auch mit Unsicherheit verbunden. Man fragt sich, wie verhalte ich mich richtig? Was sage ich am ersten Tag? Wie finde ich Anschluss? In Deutschland gibt es bestimmte Erwartungen und Gepflogenheiten, die helfen können, sich schneller in ein Team zu integrieren. Zunächst ist es wichtig, am ersten Tag freundlich und offen zu sein. Ein einfaches Guten Morgen oder Hallo, ich bin neu hier, ich freue mich auf die Zusammenarbeit reicht oft schon aus, um einen positiven ersten Eindruck zu machen. Deutsche Kolleginnen und Kollegen schätzen Höflichkeit und Zurückhaltung, besonders zu Beginn. Es ist besser, etwas zurückhaltender zu starten, anstatt zu forsch aufzutreten. In der Pause ist es eine gute Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Wenn man zum Beispiel zusammen Kaffee trinkt oder Mittag isst, kann man vorsichtig Fragen stellen wie: Wie lange arbeitest du schon hier? Oder wie gefällt dir deine Arbeit? Solche Fragen zeigen Interesse und laden zu einem lockeren Austausch ein. Auch wenn man sich unsicher fühlt, ein Lächeln und ehrliches Interesse öffnen viele Türen. In deutschen Teams wird Teamarbeit geschätzt, aber auch Eigenverantwortung. Das bedeutet, man sollte Fragen stellen, wenn man etwas nicht versteht. Das wird nicht als Schwäche gesehen, sondern als Zeichen von Interesse. Gleichzeitig wird erwartet, dass man Aufgaben selbstständig übernimmt, sobald man sich sicher fühlt. Am Anfang sollte man versuchen, gut zuzuhören und sich Namen zu merken. Wenn man sich an jemanden nicht mehr erinnert, kann man freundlich fragen: Wie war nochmal dein Name? Das ist völlig in Ordnung. Auch ein kleiner Notizzettel mit Namen und Funktionen der Kolleginnen und Kollegen kann helfen, den Überblick zu behalten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Pünktlichkeit. In Deutschland ist es sehr wichtig, pünktlich zu sein, besonders bei der Arbeit. Wer zu spät kommt, sollte sich unbedingt kurz entschuldigen. Entschuldigung, ich bin ein paar Minuten zu spät. Es wird positiv wahrgenommen, wenn man zuverlässig und respektvoll mit der Zeit anderer umgeht. Wenn es darum geht, mit dem Chef oder der Chefin zu sprechen, ist es gut, freundlich und direkt zu sein. Man kann zum Beispiel sagen: Ich möchte gerne sicherstellen, dass ich die Aufgaben richtig verstanden habe. Könnten Sie mir noch einmal kurz erklären, wie ich vorgehen soll? Das zeigt, dass man mitdenken möchte. Vorgesetzte in Deutschland schätzen es oft, wenn Mitarbeiter selbstständig sind, aber auch Feedback suchen. Dazu gehört auch, regelmäßig ein kurzes Update zu geben. Ich bin mit der Aufgabe fast fertig. Gibt es noch etwas, worauf ich achten sollte? Oder ich habe bei Punkt XY noch eine Frage. Wann hätte ich kurz Zeit, mit Ihnen zu sprechen? Solche Rückmeldungen zeigen Engagement und helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Ein weiterer Aspekt ist die Kommunikation im Team. In deutschen Büros wird oft Wert auf klare und sachliche Kommunikation gelegt. Es ist nicht notwendig, besonders emotional oder enthusiastisch zu sprechen. Wichtiger ist, dass die Informationen klar und strukturiert sind. Ein Satz wie: Ich habe den Bericht fertiggestellt und an Frau Meier weitergeleitet, ist völlig ausreichend. Freundlich, aber sachlich. Das ist meistens der richtige Ton. Natürlich hängt der Ton auch von der Branche und dem Team ab. In kreativen Berufen kann die Atmosphäre lockerer sein, in traditionellen Unternehmen etwas formeller. Deshalb lohnt es sich, am Anfang genau zu beobachten. Wie reden die anderen miteinander? Duzt man sich oder siezt man sich? In manchen Teams ist das Du sofort üblich, in anderen bleibt man beim Sie. Wenn man unsicher ist, kann man fragen: Wie ist das hier bei uns mit dem Du oder Sie? Das wird oft als höflich und aufmerksam gesehen. Besonders bei Praktika kann es sein, dass man mit vielen verschiedenen Personen zu tun hat, mit jüngeren Kolleginnen, älteren Vorgesetzten oder auch Kundinnen und Kunden. Es ist wichtig, den passenden Ton für jede Situation zu finden. Beim Kundenkontakt ist ein höfliches Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen, ein guter Anfang. Intern kann man manchmal lockerer sein. Auch das Thema Feedback spielt eine große Rolle. In Deutschland ist es üblich, auch konstruktive Kritik direkt zu äußern. Nicht unhöflich, aber offen. Wenn man also ein Feedback bekommt wie „Das war gut, aber beim nächsten Mal bitte etwas kürzer“, sollte man das nicht persönlich nehmen. Es ist ein Zeichen, dass man ernst genommen wird.
Umgekehrt wird auch erwartet, dass man selbst Rückmeldung gibt, freundlich und lösungsorientiert. Ein Beispiel: Wenn man merkt, dass man mit einer Aufgabe Schwierigkeiten hat, kann man sagen, ich komme an dieser Stelle nicht weiter. Könnten wir das vielleicht zusammen anschauen? Oder ich habe einen Vorschlag, wie man den Ablauf verbessern könnte. Darf ich das kurz erklären? Solche Initiativen werden oft geschätzt. Man sollte jedoch darauf achten, nicht ständig zu kritisieren oder alles verbessern zu wollen. Besonders, wenn man neu ist. Es ist besser, erst einmal die Abläufe zu verstehen, bevor man Vorschläge macht. Wenn man das Gefühl hat, dass etwas nicht gut läuft, ist der richtige Zeitpunkt für ein Gespräch oft nach ein paar Wochen, wenn man sich schon etwas eingelebt hat. Ein weiterer Tipp, um sich gut in ein neues Team zu integrieren, ist, an kleinen gemeinsamen Aktivitäten teilzunehmen. In manchen Firmen gibt es ein gemeinsames Frühstück, ein Feierabendbier oder Team-Events. Auch wenn man eher schüchtern ist, lohnt es sich, ab und zu mitzumachen. Ein Satz wie „Ich bin normalerweise nicht so der Partymensch, aber ich freue mich, euch besser kennenzulernen“, kann helfen, sich zu öffnen, ohne sich verstellen zu müssen. Der Umgangston im deutschen Arbeitsumfeld kann manchmal etwas distanziert wirken, besonders im Vergleich zu Kulturen, in denen man schnell persönliche Gespräche führt. Aber das bedeutet nicht, dass die Kolleginnen und Kollegen unfreundlich sind. Oft dauert es einfach ein wenig länger, bis sich Beziehungen entwickeln. Deshalb ist Geduld wichtig. Vertrauen wächst mit der Zeit. Man kann den Kontakt im Alltag auch durch kleine Gesten stärken. Zum Beispiel, indem man mal einen Kaffee für jemand anderen mitbringt oder eine kurze Nachricht schreibt. Danke für deine Hilfe gestern. Das hat mir wirklich weitergeholfen. Solche Sätze kosten wenig, machen aber einen großen Unterschied. Ein weiteres Thema, das viele am Anfang beschäftigt, ist, wie sage ich Nein, wenn ich überfordert bin? In Deutschland ist es besser, früh Bescheid zu sagen, als sich zu überlasten. Ein höflicher Satz wäre: Ich habe im Moment noch mehrere Aufgaben offen. Könnten wir kurz besprechen, was Priorität hat? Oder: Ich möchte die Aufgabe gut machen, aber dafür brauche ich etwas mehr Zeit. Solche Aussagen zeigen, dass man Verantwortung übernimmt. Gleichzeitig ist es wichtig, realistisch einzuschätzen, was man leisten kann. Es ist in Ordnung, Fehler zu machen. Niemand erwartet Perfektion. Aber wenn man einen Fehler bemerkt, sollte man offen damit umgehen. Mir ist ein kleiner Fehler passiert. Ich wollte das sofort sagen, damit wir das gemeinsam korrigieren können. Ehrlichkeit wird geschätzt und schafft Vertrauen. Auch der Umgang mit Stress ist ein Thema im Berufsleben. Besonders in den ersten Wochen eines neuen Jobs ist vieles neu. Neue Menschen, neue Abläufe, neue Erwartungen. Deshalb sollte man nicht zu streng mit sich selbst sein. Ein Arbeitstag ist oft voll genug. Da darf man sich abends auch mal ausruhen und stolz auf das sein, was man schon geschafft hat. Viele machen sich Sorgen, ob sie sprachlich mithalten können, besonders wenn Deutsch nicht die Muttersprache ist. Aber die meisten Kolleginnen und Kollegen haben Verständnis, wenn man nachfragt oder etwas langsamer spricht. Ein Satz wie „Könnten Sie das bitte noch einmal etwas langsamer sagen?“ ist völlig normal und wird meist freundlich aufgenommen. Man darf sich nicht entmutigen lassen, wenn man nicht jedes Wort versteht. Es kann auch helfen, sich bestimmte Redewendungen und Phrasen vorzubereiten, die im Arbeitsalltag häufig vorkommen. Zum Beispiel: Könnten Sie mir das bitte zeigen? Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Gibt es dafür eine Vorlage oder ein Beispiel? Wie lange dauert das in der Regel? Soll ich das sofort machen oder später? Solche Sätze geben Sicherheit und machen die Kommunikation im Arbeitsalltag einfacher. Manche schreiben sich auch kleine Notizzettel oder haben eine Liste mit typischen Ausdrücken, die sie im Büro brauchen könnten. Besonders hilfreich ist es, wenn man ein oder zwei Kolleginnen oder Kollegen findet, zu denen man Vertrauen aufbauen kann. Manchmal ergibt sich das von selbst. Manchmal hilft ein einfacher Satz wie „Darf ich dich später noch mal etwas fragen, wenn ich nicht weiterkomme?“ Diese Menschen können dann kleine Fragen schnell beantworten, ohne dass man sich jedes Mal an die Vorgesetzten wenden muss. Auch Körpersprache spielt eine Rolle. Man muss nicht ständig reden. Manchmal reicht es, durch Blickkontakt, Silz, ein Nicken oder ein offenes Lächeln zu zeigen, dass man interessiert ist. Das baut Nähe auf, auch ohne viele Worte. Wenn man irgendwann selbst bemerkt, dass ein neuer Kollege oder eine neue Kollegin dazukommt,
kann man das, was man selbst gelernt hat, weitergeben. Ein einfaches, wenn du Fragen hast, sag einfach Bescheid, kann für eine neue Person schon sehr viel bedeuten. Mit der Zeit wird vieles selbstverständlich. Die morgendliche Begrüßung, der Ablauf im Team, die Gespräche in der Kaffeeküche. Aber bis dahin darf man sich Zeit lassen. Jeder braucht ein bisschen, um sich im neuen Umfeld wohlzufühlen. Das ist ganz normal. Wichtig ist auch, sich selbst nicht ständig zu vergleichen. In einem neuen Team sind die anderen oft schon lange dabei, kennen die Prozesse und haben ihre Rolle gefunden. Wenn man selbst noch unsicher ist oder langsamer arbeitet, heißt das nicht, dass man schlecht ist. Jeder hat mal angefangen. Es geht nicht darum, sofort perfekt zu sein, sondern darum, dazu zu lernen und zuverlässig zu bleiben. Was auch oft hilft, ist, aktiv zuzuhören. Wenn jemand etwas erklärt, sollte man versuchen, aufmerksam zu sein, auch wenn man nicht jedes Wort versteht. Man kann wichtige Begriffe notieren und später nachschlagen. Manchmal versteht man durch den Zusammenhang, worum es geht. Wenn man zeigt, dass man interessiert ist, wirkt man engagiert und das wird geschätzt. In vielen deutschen Unternehmen spielt Pünktlichkeit eine große Rolle. Es ist also sinnvoll, lieber ein paar Minuten früher am Arbeitsplatz zu sein, besonders in den ersten Wochen. Das zeigt Respekt und Zuverlässigkeit. Wenn man einmal zu spät kommt, sollte man es kurz erklären und sich entschuldigen. Es tut mir leid, ich hatte heute Morgen eine Verspätung mit der Bahn. Ehrlichkeit ist besser als Ausreden. Auch Kleidung kann ein Thema sein. In manchen Branchen ist der Dresscode lockerer, in anderen etwas förmlicher. Wenn man unsicher ist, kann man sich am Stil der Kolleginnen und Kollegen orientieren. Generell gilt, besser etwas zu schlicht und ordentlich als zu auffällig. Mit der Zeit kann man dann besser einschätzen, was passt. Ein weiterer Punkt: schriftliche Kommunikation. In deutschen Büros wird oft viel per E-Mail oder Chat geschrieben. Es lohnt sich darauf zu achten, höflich, klar und professionell zu schreiben. Zum Beispiel: Guten Morgen, ich hätte eine kurze Frage zu. Vielen Dank für die Rückmeldung. Könnten Sie mir bitte bis morgen Bescheid geben? Man muss dabei nicht übertrieben förmlich sein. Ein freundlicher, sachlicher Ton reicht meistens aus. Wenn man in Meetings spricht, ist es wichtig, auf den Punkt zu kommen. In Deutschland wird Klarheit geschätzt. Man sollte sagen, was man meint, ohne lange Umwege. Wenn man etwas nicht weiß, ist es besser zu sagen, da bin ich mir gerade nicht sicher, ich frage nochmal nach, als so zu tun, als wüsste man es. Am Anfang hilft es auch, sich Notizen zu machen. Nicht nur zu Aufgaben, sondern auch zu Namen, Zuständigkeiten und Abläufen. So behält man den Überblick und zeigt, dass man sich Mühe gibt. Mit der Zeit kann man die Notizen reduzieren, wenn man sicherer wird. Wenn man Feedback bekommt, sollte man versuchen, es nicht persönlich zu nehmen. In Deutschland ist Kritik oft direkt, aber meistens nicht böse gemeint. Sie soll helfen, etwas besser zu machen. Ein möglicher Satz, wenn man Feedback bekommt, wäre: Danke für den Hinweis, ich achte beim nächsten Mal darauf. Damit zeigt man Offenheit. Und wenn man selbst Feedback geben möchte, sollte man respektvoll und konkret sein. Zum Beispiel: Mir ist aufgefallen, dass ich bei der Aufgabe X etwas länger gebraucht habe. Könnten wir noch mal gemeinsam durchgehen, wie ich das effizienter machen kann? So wirkt man lernbereit und nicht vorwurfsvoll. Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen ist besonders in der Mittagspause eine gute Gelegenheit, lockere Gespräche zu führen. Man muss nicht sofort private Dinge erzählen. Ein paar allgemeine Themen wie das Wetter, das Mittagessen oder aktuelle Ereignisse reichen. Ein freundliches Guten Appetit oder Schmeckt's kann schon ein Gespräch öffnen. Wenn es gemeinsame Projekte gibt, sollte man aktiv teilnehmen. Auch wenn man sich noch unsicher fühlt, kann man kleine Aufgaben übernehmen und zeigen, dass man mitarbeitet. Dabei ist Teamfähigkeit sehr wichtig. Sätze wie „Wie können wir das am besten aufteilen?“ oder „Ich übernehme gern den ersten Teil“ zeigen Kooperationsbereitschaft. Es ist auch in Ordnung, bei Unsicherheiten Rückfragen zu stellen, besonders bei neuen Prozessen oder Programmen, die man noch nicht kennt. Besser nachfragen als still weitermachen und am Ende einen Fehler machen. Die meisten Menschen helfen gerne, wenn sie merken, dass man sich bemüht. Wenn man in einem Praktikum ist, gilt vieles davon genauso. Allerdings wissen die Kolleginnen und Kollegen oft, dass man noch nicht alles können kann. Deshalb ist es gut, am Anfang offen zu sagen, was man schon gemacht hat und wo man noch Erfahrung sammeln möchte.
Ein Satz wie „Ich freue mich, hier zu lernen und neue Aufgaben zu übernehmen“ kommt gut an. Auch im Praktikum ist Eigeninitiative gefragt. Wenn man nichts zu tun hat, sollte man nicht einfach warten, sondern fragen, gibt es gerade etwas, womit ich helfen kann? Das zeigt Engagement und man bleibt positiv in Erinnerung. Manchmal läuft nicht alles perfekt. Vielleicht versteht man sich mit manchen Leuten nicht sofort oder man macht einen Fehler. Das passiert. Wichtig ist, ruhig zu bleiben, daraus zu lernen und weiterzumachen. Wer dranbleibt, freundlich und offen ist, wird meistens nach einiger Zeit gut ins Team aufgenommen. Mit der Zeit entsteht oft ein natürlicher Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen. Manche Menschen brauchen dafür länger, andere sind sehr offen von Anfang an. Beides ist normal. Man sollte sich keinen Druck machen, sofort Freundschaften zu schließen. Ein höflicher, respektvoller Umgang reicht am Anfang völlig aus. Wenn man nett und zuverlässig ist, entstehen Beziehungen oft ganz von selbst. Es kann auch hilfreich sein, bestimmte Redewendungen zu lernen, die im Arbeitsalltag häufig verwendet werden. Zum Beispiel, ich bin gleich soweit. Ich schaue mir das mal an. Hast du kurz Zeit? Wie war dein Wochenende? Ich gebe dir gleich Bescheid. Solche Sätze klingen ganz normal und natürlich im Gespräch und man fühlt sich durch sie schneller als Teil des Teams. Wenn man sie ein paar Mal hört, kann man versuchen, sie selbst zu verwenden. So verbessert sich auch das Sprachgefühl. Ein weiterer Tipp: Wenn es im Unternehmen eine Art Begrüßungsmappe oder Einführungsschulung gibt, sollte man diese aufmerksam durchgehen. Dort stehen oft wichtige Infos zu Abläufen, Regeln oder Ansprechpartnern. Wenn es so etwas nicht gibt, kann man auch selbst ein kleines Notizheft führen, in dem man alles Wichtige sammelt. Zum Beispiel Namen und Aufgaben der Kolleginnen und Kollegen, Uhrzeiten von Besprechungen, Logins und Programme, Aufgaben, die man übernehmen darf. Diese Selbstorganisation hilft dabei, schneller selbstständig zu arbeiten und weniger oft nachfragen zu müssen. Wenn man in einem Betrieb mit flacher Hierarchie arbeitet, spricht man sich oft mit Du an. In anderen Betrieben herrscht eher das Sie. Am besten hört man zu Beginn gut zu, wie die anderen sprechen. Wenn man sich unsicher ist, kann man vorsichtig fragen, darf ich du sagen? Oder sollen wir beim Sie bleiben? Das zeigt Respekt und Interesse an den Gepflogenheiten. Gerade am Anfang ist es auch normal, sich manchmal überfordert zu fühlen. Vor allem, wenn man in einer anderen Sprache arbeitet. In solchen Momenten ist es wichtig, sich selbst zu sagen, ich lerne jeden Tag dazu. Auch kleine Fortschritte zählen. Vielleicht versteht man heute schon 2 Sätze mehr als gestern. Vielleicht fällt es einem leichter, ein kurzes Gespräch zu führen. Das sind echte Erfolge. Wer sich zusätzlich verbessern möchte, kann sich einfache Fachbegriffe oder typische Formulierungen aus dem eigenen Arbeitsbereich herausschreiben und regelmäßig wiederholen. So baut man gezielt Wortschatz auf, der im Alltag nützlich ist. Und wenn man nach ein paar Wochen immer noch das Gefühl hat, nicht richtig reinzukommen, hilft manchmal ein Gespräch mit einer Vertrauensperson im Team. Man kann ehrlich sagen, dass man sich bemüht, aber noch unsicher ist. Meistens stößt so ein ehrliches Gespräch auf Verständnis. Und manchmal bekommt man sogar zusätzliche Tipps oder Unterstützung angeboten. In Deutschland ist es oft üblich, nach einigen Wochen ein Feedbackgespräch zu führen, besonders im Praktikum oder bei neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Man sollte sich auf dieses Gespräch vorbereiten. Was lief gut? Wo gab es Schwierigkeiten? Welche Fragen sind noch offen? Wenn man sich gut vorbereitet, kann man zeigen, dass man die Rückmeldung ernst nimmt und sich weiterentwickeln möchte. Ein Beispiel für eine gute Rückmeldung könnte sein: Ich habe mich sehr gefreut, dass ich bei Projekt X mitarbeiten durfte. Dabei habe ich gemerkt, dass ich im Umgang mit dem Programm Y noch etwas Übung brauche. Ich würde mich freuen, wenn ich dazu noch Aufgaben übernehmen könnte. So ein Feedback zeigt Reflexion und Motivation. Man wirkt interessiert und bereit zu lernen. 2 Eigenschaften, die in jedem Team geschätzt werden. Wenn das Team etwas gemeinsam unternimmt, zum Beispiel ein Mittagessen, ein kleines Event oder ein Feierabendgetränk, ist es eine gute Idee, mitzugehen, auch wenn man sich noch nicht so sicher fühlt. Solche lockeren Treffen helfen dabei, Beziehungen aufzubauen. Man muss nicht viel sprechen, aber die Teilnahme allein zeigt, dass man dazugehören möchte. In solchen informellen Situationen kann man leichter ins Gespräch kommen, weil die Atmosphäre entspannter ist.
Es geht nicht nur um Arbeit, sondern auch um persönliche Themen wie Hobbys, Essen, Filme oder Reisen. Wenn man unsicher ist, was man sagen soll, kann man einfache Fragen stellen. Zum Beispiel: Was machst du gern in deiner Freizeit? Warst du schon mal in? Hast du einen guten Restauranttipp? Solche Fragen zeigen Interesse und geben der anderen Person die Möglichkeit, mehr zu erzählen. Gleichzeitig erfährt man selbst mehr über das Leben und die Kultur in Deutschland. Man sollte sich nicht davor scheuen, auch einmal zu sagen: Ich habe das Wort nicht verstanden. Kannst du das bitte anders erklären? Die meisten Menschen reagieren verständnisvoll und helfen gern weiter. Es ist auch hilfreich, mit offenen Augen durch den Arbeitsalltag zu gehen. Wie sprechen die Kolleginnen und Kollegen miteinander? Welche Begrüßungen und Abschiede sind üblich? Welche Wörter werden oft verwendet? Wenn man aufmerksam zuhört und beobachtet, kann man vieles lernen, auch ohne sofort alles perfekt zu können. In manchen Teams ist es üblich, dass man sich morgens mit Guten Morgen begrüßt und abends mit schönen Feierabend verabschiedet. Auch kleine Gesten wie ein Lächeln oder ein kurzes Danke bei Hilfe machen einen positiven Eindruck. Ein wichtiger Aspekt in der deutschen Arbeitswelt ist die Pünktlichkeit. Wer pünktlich zu Terminen erscheint oder sich rechtzeitig krank meldet, zeigt, dass er oder sie Verantwortung übernimmt. Wenn man sich einmal verspätet, sollte man Bescheid sagen. Zum Beispiel: Ich komme 5 Minuten später, es tut mir leid. Transparenz und Verlässlichkeit sind Werte, die in deutschen Teams hochgeschätzt werden. Dazu gehört auch, dass man ehrlich ist, wenn man etwas nicht weiß oder Hilfe braucht. Es ist besser zu fragen, als einen Fehler zu machen. Und wenn doch einmal etwas schief geht, ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen und offen damit umzugehen. Ein Satz wie: Da habe ich einen Fehler gemacht. Ich werde beim nächsten Mal besser darauf achten, zeigt Reife und Professionalität. Langfristig gesehen lohnt es sich, regelmäßig kleine Fortschritte zu feiern. Vielleicht hat man ein erstes Telefonat auf Deutsch geführt, eine Aufgabe eigenständig erledigt oder einen Witz verstanden. All das sind Zeichen dafür, dass man vorankommt. Wenn man dranbleibt, wächst nicht nur das sprachliche Können, sondern auch das Vertrauen in sich selbst. In einem neuen Job oder Praktikum geht es also nicht nur darum, fachlich gut zu sein. Genauso wichtig sind Kommunikation, Offenheit, gegenseitiger Respekt und das Bemühen, Teil des Teams zu werden. Wer diese Dinge ernst nimmt, findet oft schneller Anschluss, fühlt sich wohler und wird auch von anderen als wertvoller Teil der Gruppe wahrgenommen. Und ganz wichtig: Jeder Anfang ist schwer. Es ist in Ordnung, Fehler zu machen. Es ist in Ordnung, sich manchmal fremd oder überfordert zu fühlen. Das gehört zum Lernprozess dazu. Wichtig ist, dass man nicht aufgibt, sondern Schritt für Schritt weitergeht. Wenn du diesen Podcast bis hierhin gehört hast und er dir geholfen hat, abonniere gerne unseren Kanal, wenn du das noch nicht getan hast. Schreib uns in die Kommentare, welche Themen dich besonders interessieren oder bei welchen Situationen im Arbeitsalltag du noch Hilfe brauchst. So können wir noch mehr Inhalte machen, die dir wirklich weiterhelfen. Viel Erfolg beim Deutschlernen und beim Einleben in deinem neuen Team.